habe ich eigentlich kein Match bei Tree gehabt. Weißt du was? Ich schau mal, was ich machen kann. Der Arm ist die einzige Sicherheit, die ihr habt beim Seillauf. Was mit der Ringecke? Gut, dass du fragst. Du hast etwas, was mir gehört. Und ich will es zurück. Vor Nations Cup. Ich kann jederzeit jeden Gürtel einfordern. Neuer Spieler ist da. Schau auf 100. Klapp mit. Deine 100. Ich meine 150. Du hast noch nie Geld besessen. Hast du so viel? Aber oh, was sehe ich denn? Da hebt mal die Hand hoch. Ein Talisman. Komm, leg den doch rein. Meine Mutter hat das dir gegönnt. Danke. Der ist mehr wert als alles Geld, das du hast, mein Freund. Schau mal auf den Tisch, wie viel Geld hier liegt. Und überlegst dir noch mal. Okay, Alter. 7. Full House. Ein Viererpaar. Schlägt jedes voll aus. Ja, schau mal, guck mal. Ich brauche 5000 Plakate und 10.000 Flyer. Aber bitte in ganz Berlin verteilen, okay? Ja. Kannst du mir das bitte per E-Mail schicken, das Angebot? Ja. Ja, mach mal ein Angebot, bitte. Und da kannst du nicht so schwer sein. Ja, per E-Mail schick mir das, okay? Ja. Ciao. Was willst du? Das hier ist die neue Liste für den 7. Oktober. Das ist nur ein Name drauf. Ganz genau. Orlando Silva? Ja. Das willst du? Ja. Das ist das Einzige, was ich will. Das ist anrichten, oder? Willst du? Kriegst du. Vincenzo, ich wollte dir unbedingt noch Danke sagen. Die ganzen Trainings, die wir zusammen machen, die Zeit und Mühe, die du in mich investierst, das ist einfach der Wahnsinn. Oder gestern, nur die Nacht gestern. Ja, ich wusste gar nicht, dass du so viel schlucken kannst, hä? Findest du? Ja, aber du musst ja noch härter werden. Ne? Ach, ja, das macht auch echt Spaß mit dir, das muss ich schon sagen. So, aber jetzt haben wir genug ausgeruht, hä? Nächste Lektion. Komm. Hey, großer Kampf heute Abend, ja? Das heißt großer Kampf. Der Typ ist groß, ist noch ein Rookie. Die Sache ist nur, die Anarchie ist zu sechst. Wir, die Cash Money Mafia, sind zu zweit. Die Cash Money Mafia... Kein Problem. Ich hab da jemanden, wirklich im Kopf. Der ist ein Riesenfan von dir. Echt, der würde gerne dabei sein. Wirklich, der will uns auch gerne unterstützen. Aber würde auch zu 100% hinter uns stehen. Das ist 100% mit Herzen, glaub mir. Den wirst du sehen, den bring ich heute Abend mit und dann auf den kannst du dich drauf verlassen. Okay, Ali, ich vertraue dir. Super. Alles klar, dann bis später. Bis später. Also hier steckst du die ganze Zeit. Ja, ich trainiere für unser Tag-Team, damit ich irgendwann so gut bin wie du. Für unsere Tag-Team? Ja, genau. Sag mal, hast du gewusst, dass wir letzte Woche ein Tag-Team-Title-Match hatten und ich diese ganz allein gewonnen habe? Wir hatten ein Match? Ja. Wir haben gewonnen? Super! Wir sind ein klasse Team, ha? Nein, sind wir nicht. Warum? Weil ich habe das alles allein gemacht. Verstehst du das? Ja, scusi. Ich wusste nicht, dass wir haben ein Match, ha? Das hättest du gewusst, wärst du da gewesen. Ja, okay. Guck mal, Vincenzo. Wir müssen Tag Team Champions bleiben. Weil sonst steht mein Match gegen Ahmed nicht mehr im Wege. Und gegen Ahmed Scher, du willst nicht kämpfen? Natürlich nicht. Ich habe viel zu verlieren. Deswegen müssen wir Tag Team Champions bleiben. Ah. Orlando, unser Weltmeister. Erfreu dich an den Gürtel, solange du den noch hast, Alter, weil bald bist du den los. Und dann wird's mit dir nur noch bergab gehen.
Da guck mich an, wenn ich mit dir rede. Guck mich an, Alter. Guck mal, was ich von deinem Freund Kulm geschenkt bekommen habe. Pascal Spalter will dich zerstören. Icarus ist nur dein Freund, weil er will das haben, was dir gehört. Kohl, der größte Verräter, mein Freund. Der größte Verräter. Oh. Was geht's essen? Hey Rambo, ich brauch die Karte für heute. Die Show geht gleich los. Wollen wir das später machen? Nein, jetzt. Muss ihm die Karte geben? Also, das sieht doch gut aus. Für dich? Danke. Bitte, ciao. Rambo, Chef, guten Appetit. Hat Jovic ein Match? Ich brauch die Gage, Reisekosten. Ja, ihr kriegt alles, okay? Ich kümmere mich darum später, okay? Gott. Aber ganz kurze Frage, da ist in der ersten Reihe jemand mit dem Camcorder. Soll ich die Security hinschicken oder soll ich mich selbst drum kümmern? Kümmere dich darum, okay? Mach was du kannst, okay? Danke. Da sitzen wir mit der Kamera in der ersten Reihe. In der richtigen Kamera. Ich hab schon Franz geschickt, okay? Er kümmert sich darum, okay? Alles klar. Gut, danke. Kann hier nichts machen in Ruhe. Rambo, wir brauchen nicht mal im Ring. Leck mich. Wo ist Vincenzo? Ja, ich dachte, er wäre hier. Mal leck mich. Alle am... Man muss alles allein machen hier. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst den Tweet Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen jetzt, du fliegst raus. Du wartest jetzt tief durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du mir die Leidenschaft willst. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hier ist die German Wrestling Federation. Dies ist 3 Count, die Wrestling-Serie. Der nächste Kampf ist festgesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind zurück bei 3 Count, eurer Wrestling-Serie der GWF. WeAreGWF.com. Da findet ihr uns. Mein Name ist Jonathan, ich sitze hier im Kommentar. Und an meiner Seite der TJ, ich grüße dich. Jonathan, es ist mir eine Freude, wieder hier mit dir zu sitzen. Und der Mann, der jetzt auf dem Weg ist, George Gukas, da kommt er zum Ring, ein wahrer Hühner. Auf dem Weg zum Ring. Er ist in Begleitung von Ali Aslan und Group Anarchie mit einem Gewicht von 100 Kilogramm und einer Größe von 2 Metern aus Aleppo City, Syrien, George Gukas. I am George Gukas and I am part of the group Anarchie. I am from Aleppo City, Syria. I live in Armenia, Turkey, and now I live in Germany. I found the best manager in Europe, Mr. Hardcore himself, Ali Aslan. My goals in the GWF? Simple. To become the GWF World Champion. Dieser Mann ist riesig. Und ich bin gespannt, was er hier gleich auf der Matte zeigt. Aber er hat schon eine gewisse Ausstrahlung, die er hier mit in den Ring bringt. Und der ist auf jeden Fall imposant. Das muss man ihm lassen. Und sein Gegner. Aber imposant ist auch dieser Mann. Ebenfalls ein Hühner, the Golden Boy. Cash Money Erkan. Dieser Mann ist einer der erfahrensten Wrestler aus Berlin. Hier sehen wir ihn. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 97 Kilogramm aus dem Kosovo von der Cash Money Mafia, the Golden Boy, Mr. Uppercut,
Cash Money Erkan, a.k.a. Mr. Uppercut, a.k.a. der Golden Boy. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Kosovo, ich bin hier in Berlin, Deutschland geboren. Ich war GWF Berlin Champion, ich war zweifacher GWF Tag Team Champion, ich war Yavara Champion und ich war eine Woche im WWE Performance Center. Mir fehlt nur noch ein Titel bei der GWF, dann bin ich der erste GWF Grand Slam Champion. Der GWF World Title fehlt mir noch, dann habe ich alles und ich will erreichen, dass ich Cash Money Erkan, a.k.a. ihr wisst Bescheid, der längste GWF World Champion bin. Die Cash Money Mafia hat er im Schlepptau, der Anführer. Und hier sind wir und sehen Mr. Uppercut vor uns. Zwei absolute Riesen, die hier aufeinandertreffen. Beide über 2 Meter groß. Und jetzt bin ich gespannt, was das hier im Ring für ein Aufeinandertreffen wird. Denn von dem, was man vermuten lässt, da wird das hier ein ganz impactvoller Kampf. Ja, das wird ein Bandenkrieg, ein Kampf der Gruppierungen. Wir haben auf der einen Seite die Cash Money Mafia, auf der anderen Seite das Gebilde rund um diesen Mann, rund um Ali Aslan, der als Manager mit seiner Gruppierung hier die ganze Zeit für Chaos sorgt. Was heißt denn Manager? Das ist eher sowas wie ein Kopfverdreher, der denen irgendwelche Hirngespinste in den Kopf pflanzt. Ja, Brainwash, das steht da an der Tagesordnung. Macht zumindest den Eindruck. Und hier sehen wir einen Staredown. Ja, wenige Zentimeter Größenunterschied. Beides absolute Hünen in diesem Kampf zwischen Syrien und dem Kosovo. Die GWF, sie ist international aufgestellt und das zeigen diese beiden Männer. Und es gibt hier einen Schlagabtausch in gewisser Weise durch die Shoulder Tackles. Da tastet man sich natürlich noch ab, da versucht man so ein bisschen die Stärken bzw. Schwächen des anderen zu sehen, bzw. sich erstmal hier einen Vorteil zu verschaffen. Aber keiner der beiden gibt nach. Ja, ich bin gespannt, welcher dieser Mammutbäume als erster zum Fall kommt. Falls überhaupt es einer schafft, den anderen den Boden gleich zu machen. Es geht hier in die Seile, aber nichts da. Cash Money Erkan, vielleicht sollte man zu diesem Mann mal sagen, was überhaupt seine Reputation angeht, dass das doch... Oh, der Body Drop! Der für einen ganz großen Aufprall sorgt. Der erste quasi Aufprall des Matches, kann man sagen. Großer Aufprall und auch große Erfolge, die Cash Money Erkan schon erzielen konnte. Er ist ein Triple Crown Champion hier bei der GWF. Das muss ihm erstmal jemand nachmachen. Und das spricht natürlich für sich, dieses Resümee, was seine Karriere angeht. Aber auch sein Gegner, George Kukas, der setzt hier einfach nach und lässt sich von dieser Erfahrung gar nicht blenden, setzt hier an zu einem Suplex. Aber das ist dann auch die Erfahrung, mit dem Bein eingehakt, direkt gekontert. Aber auch hier geht die Aktion nicht durch. Jetzt aber Hebelwirkung, er landet auf der Matte, das Cover, aber nur ansatzweise bis 2, TJ. Cash Money Erkan viel zu routiniert. Und das ist natürlich ein interessantes Duell, denn George Kukas, der ist lange Zeit nur als Bodyguard in Erscheinung getreten, hat sich das Geschehen im Ring von außen angeschaut, muss sich jetzt erstmal gewöhnen an das große Rampenlicht. Und das große Rampenlicht
ist überhaupt kein Problem für Cash Money Erkan. Wir erinnern uns alle zurück an die größte Show des Jahres, letztes Jahr im November. Da hieß es, oh, Vorsicht, Anlauf. Hey! Kniestoß. Bei der größten Show des Jahres hieß es im Hauptkampf Pascal Spalter gegen den Herausforderer Cash Money Erkan, der es dort zwar nicht geschafft hat, sich den World Title zu holen, aber er hat sich nicht unterbringen lassen, hat sich einfach neue Ziele gesetzt. Jetzt auf seiner Agenda ganz aktuell. Er möchte Tag Team Champion werden und das möglichst schnell. Am liebsten bei der nächsten Großveranstaltung. Am 7. Oktober, auch hier in Berlin, bei GWF Revenge. Und da hat er sich natürlich seinen langjährigen Freund Murat Akar als Partner ausgesucht. Mal sehen, ob die beiden es schaffen. Jetzt gehen wir aber hier wieder zurück in dieses Match, denn diese Hürde. George Kukas, die muss er erstmal überwinden. Er geht ins Cover mit dem Versuch, aber auch hier bei 1 der Kick-Out. Und Cash Money Erkan, der scheint etwas verzweifelt zu sein. Da bringt einfach keine Aktion, so fühlt es sich zumindest für ihn an, gerade das gewünschte Ergebnis. Ja, und verzweifelt ist vielleicht auch so langsam Ali Aslan dort außen am Ring. Da hat er versucht, George noch ein bisschen einen helfenden Rat zu geben, ins Ohr zu flüstern. Da hätte es fast den Superkick gegeben, da wäre es vorbei. Der Cash Money Kick ist die stärkste Waffe von Cash Money Erkan, gekontert von George Kukas. Der hat sich auf seinen Gegner vorbereitet, selbst mit einem Dropkick hier. Und eine Offensivaktion seinerseits der Body Slam, der geht hier durch. Und mit dem Elbow ins Ziel. Aber viel zu locker das Cover, da war es vorhersehbar, dass Cash Money Erkan die Schulter noch einmal hochkriegen wird. Der Mann, der eine Rechnung offen hat mit den aktuellen Tag Team Champions, mit Rambo und mit Vincenzo. Aber daran kann er jetzt in diesem Moment überhaupt gar nicht denken, denn er muss sich ein Rezept einfallen lassen gegen George, den Mann aus Syrien. Und Volltreffer, der Cash Money Kick, einmal und zweimal. Und das muss es eigentlich gewesen sein. Was heißt eigentlich? Das Cover und der Sieg für Cash Und hier ist der Money Sieger, Erkan. Cash Money Erkan. Der Krieg, der Bandenkrieg geht aus zugunsten der Cash Money Mafia. Und hier sehen wir noch mal ein paar Aktionen. Der Back Body Drop zum Beispiel von Cash Money Erkan setzte hier nach mit dem Slam, aber hier das Cover, das ging nur bis 1 und da setzte dann die Frustration ein bei Cash Money Erkan. Der Elbow Drop, hier sehen wir ihn in der Slow Motion im Nachhinein nochmal. Das Cover danach aber viel zu fahrlässig. Zweimal gab es den Cash Money Kick, Volltreffer ans Kinn und das erfolgreiche Cover. Der 3 Count für Cash Money Erkan. Und da sehen wir die Frustration bei Ali Aslan und seiner Gruppierung hier im Ring. Und was hat... Da lässt er seinen Frust aus. Wow, und auch noch das Running Knee hinterher. Jonathan, so kann man doch nicht mit seinen eigenen Schützlingen umgehen. Was ist das denn für eine Art und Weise? Er anscheinend schon, denn das sind seine Methoden. Oh, Moment mal, da ertönt die Musik von Ronaldo, den haben wir schon Backstage gesehen in den vergangenen Wochen. Jemand, der das Rampenlicht sucht und ja, will er sich jetzt einfach hier das Spotlight klauen oder was? Schaut ganz danach aus. Es sieht danach aus, hier sehen wir ihn. Auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 105 Kilogramm aus Berlin, Fatma Ronaldo Shaqiri. Er ist eines der grandiosesten Talente aus Berlin und wir sehen uns seine Vorstellung an.
Ich bin Ronaldo Shaqiri. Man nennt mich auch der schöne Ronaldo. Meine Wurzeln sind aus dem Kosovo, aber ich lebe in Berlin. Ich war schon BWA-Champion und ich habe schon viele Leute bezwungen mit meinem Tiger Knee, mit meinem European Uppercut. Ich bin der King of Spear, was will man mehr? Mein Ziel ist es, GWF Tag Team Champion zu werden mit Tony und ihnen zu beweisen, dass wir auch mit den ganz Großen mithalten können. Und da ist Ronaldo Shaqiri im Ring und wie es ausschaut, soll es jetzt zu einem Match kommen zwischen ihm und Cem Kaplan von der Gruppierung rund um Ali Aslan. Und ja, diese Gruppierung, als wäre gerade eben nichts gewesen, ist sie wieder vereint. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Gehirnwäsche, die da stattfindet? Das ist das Stichwort Gehirnwäsche. Das ist Ali Aslan und seine kranken, morbiden Methoden, die er hier anwendet. Aber es scheint zu funktionieren und diese Intensität und Brutalität, die diese Gruppierung auch wirklich ausstrahlt, das ist natürlich dann durch solche Aktionen vielleicht ein bisschen begründet. Ja, verrückt und vom Chaos geprägt. Das sind diese 5 Männer, alle miteinander. Aber sehr clever von Ronaldo, hier dieses Chaos im Vorkampf einfach mal auszunutzen, die Szenen auszunutzen, die wir danach gesehen haben und zu sagen, hey, das ist doch jetzt mein großer Moment, warum soll ich ewig lang drauf warten, mal hier das Spotlight zu bekommen? Ich hol's mir jetzt einfach, ich gehe einfach zum Ring. Und wieder ein Eingriff von außerhalb. Man kennt das ja mittlerweile schon und die Ringrichter, die werden hier einfach überlistet. El Presidente Rambo hat schon versucht, was dagegen zu tun, aber es ist nun mal einfach diese Überzahl, die bleibt und die hier auch außerhalb des Rings steht. Ja, und für einen so unerfahrenen Mann, für einen Nachwuchswrestler, für einen Rookie wie Ronaldo Shaqiri ist das doch besonders widrig, der Umstand mit so vielen Männern außerhalb vom Ring. Wie soll er sich denn darauf noch konzentrieren, auf die Action im Ring? Und Beinfeger, wow! Das ist wirklich schnelle Action, die wir hier sehen. Selbst jetzt der Leg Sweep von Cem Kaplan. Ronaldo, der hält hier aber Stand und der ist dabei, hat hier auf jeden Fall das Niveau von Cem Kaplan so ein bisschen adaptiert. Ja, Ronaldo, der weiß ganz genau, was er möchte. Er möchte nach oben hinaus, am besten gleich in die großen Titelkämpfe, aber da muss er sich erstmal hinten anstellen. Im Wrestling-Business läuft das nicht so, da musst du dich von unten hocharbeiten, du musst dich erstmal beweisen. Und das ist genau diese Chance hier für Ronaldo, zu zeigen, was in ihm steckt. Er ist natürlich noch frisch, aber er hat es in sich, die Uppercuts, die sitzen und Cem Kaplan, der weiß, glaube ich, gerade gar nicht, wie ihm geschieht, aber wieder dann der Eingriff, genau im richtigen Moment, wenn er kurz davor ist hier, wenn Ronaldo kurz davor ist, eine große Aktion anzusetzen und vielleicht dem Sieg näher zu kommen. Nein, da ist mal wieder eine Interference von außerhalb. Ja, Ronaldo weiß gar nicht, wie ihm geschieht, wo er überhaupt hingucken soll, auf was er sich konzentrieren muss. Überall um ihn herum lauern Ablenkungen und überall um ihn herum im Lockerroom lauern Wrestler, die es genauso wissen wollen. Hier muss man sich beweisen bei der German Wrestling Federation. Und das ist wirklich hier die Feuertaufe. Er wird ins kalte Wasser geworfen und in diesem Kampf, oh mein Gott, ins kalte Wasser geworfen. Viel schlimmer noch, da wird die Flasche an den Kopf gedonnert. So sieht es aus. Das sind die Mittel, zu denen Ali Aslan greift. Und dieser Mensch, der ist einfach nur krank. Es war übrigens eine Dose, aber schlimm genug. Mindestens genauso schädlich. Und das Cover. Aber nein, Ronaldo. Widerstandsfähigkeit. Ja, und ganz ehrlich, für Ronaldo, ich weiß nicht, ob das in seinen Karten ist, hier einen Sieg einzuheimsen mit so vielen Ablenkungen um den Ring herum. Aber, Junge, Ronaldo, versuch dich hier zu beweisen, versuch so lange wie möglich durchzuhalten. Vielleicht gelingt ihm ja doch irgendwie noch der Überraschungssieg und das wäre es alle Male, das wäre ein Upset. Absolut, Cem Kaplan hier wieder mit dem Pin-Versuch, der aber nur bis 2 ging, vorher auch mit den Liegestützen. Oh, hört ihr das mal an, das Publikum, wie die auf einmal hinter Ronaldo stehen. Die gönnen ihm das natürlich. Diesem Rookie, wie schön wäre das für ihn, sich hier zu beweisen.
Absolut. Champ Kaplan auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen, ja, absolut unsympathisch vielen Fans, dadurch, dass er eben ja, seinen Körper so viel zu sehr liebt. Er liebt seine Muskeln und das ist natürlich auch diese Arroganz, die er dann hier ausstrahlt, die vielen Fans so gar nicht gefällt. Und auch diese unfairen Aktionen immer, das ist einfach nichts. Und da ist natürlich Ronaldo eine, ja... Tiger Knee! Oh mein Gott, das ist eines seiner besten Manöver, das Tiger Knee. Und da hätte er fast Champ Kaplan überraschen können. Ronaldo, beinahe hätte er den Sieg abgestaubt. Das war ganz knapp hier in dieser Situation. Und wieder ist jemand auf dem Ringrand und wieder ist der Referee abgelenkt und wieder gibt es eine Aktion von ihm. Das darf doch nicht sein. Und Champ Kaplan, der weiß genau, dass das jetzt der Moment ist, den Sack zuzumachen. Und aber da fängt er sich den Rockbottom ein. Der Konter von Ronaldo. Und es geht hoch und runter. Champ Kaplan. Aber Ronaldo steht auf, als wäre nichts gewesen. Wo nimmt er denn diese Willenskraft her? Oh, Muscle-Up Powerbomb. Das ist unfassbar. Oh, hast du den Griff von Ali gesehen, der hier einfach eingreift in die Action? Was war denn das jetzt hier? Das ist doch... Ich weiß nicht, was das soll. Und der Ringrichter... Ja, wo findet die GWF ihre Ringrichter? Wie kann es sein, dass er das nicht gesehen hat? Spear! Oh, der geht nach draußen! Mäht sie alle nieder, alle vier gehen zu Boden. Ronaldo hat genug, der hat auch genug davon, doof im Training in den Seilen hin und her zu laufen. Lässt sich hier aber zu lang feiern und Champ Kaplan nutzt das mal wieder, nimmt ihn auf die Schultern und das ist sein Finishing. Döner, Kebab. Und auch hier wieder ein Sieg für Champ Kaplan. Aus Istanbul in der Türkei, the Sultan of Wrestling, Champ Kaplan. Ich fass es nicht, das darf doch nicht wahr sein. Wir gucken zurück auf einige Aktionen hier, die wir gerade gesehen haben. Unglaubliche Action mit diesem Schlag mit der Getränkedose an den Kopf, Ablenkungen um den armen Ronaldo in alle Himmelsrichtungen, egal wo, aber trotzdem hat er unfassbare Moves ins Ziel gebracht, wie diese Muscle-Up, Powerbomb, Kraftdemonstration, sondersgleichen. Ja, der Ringrichter sieht zwar die Aktion, das Eingreifen von Ali Aslan, aber er bricht den Kampf nicht ab und da ist Ronaldo die Sicherung durchgerissen und er springt übers oberste Ringseil, dann allerdings Döner Kebab aus die Maus, aufgespießt, Match gewonnen. Das ist mal wieder ein dominantes Showing beziehungsweise eine Gruppierung, die wir so noch sehr in den großen Spots sehen werden. Denn solange da nichts gegen getan wird, gegen diese unfairen Aktionen, wird auch ein Kämpferherz wie Ronaldo nicht erfolgreich gegen die Überzahl sein können. Was war los? Hast du es gesehen? Den ganzen Kampf. Der war mich die ganze Zeit abgelenkt und genervt. Ey, das meine ich nicht. Du machst ein Spear. Bam. Weißt du, jetzt musst du zum Pin. Anstattdessen springst du in den Dive. Warum? Ich wollte den Fans noch mehr von mir zeigen. Vergiss das mal, die Fans denken erstmal an dich. Weißt du, die Fans lieben Gewinner. Sei ein Gewinner. Jetzt bist du gerade ein Verlierer. Willst du lieber John Cena sein oder Barry Horowitz? Wer? Siehst du? Davon rede ich. Zieh dich um. Wir reden später. Alasch? Ja? Du sollst wissen, wo die Ringglocke ist? Ich? Nein. Oder doch? Ich glaube, es ist mir so. Hey Ahmed, wieder alte Position. Ich suche die Ringglocke. Okay, die Ringglocke.
Egal, vergiss es. Wie kann ich dir denn helfen? Ja, ich wollte dir nur sagen, dass ich aktuell wieder richtig im Wrestling-Training bin und dass ich auch merke, wie gut ich Fortschritte mache. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Ich war mir halt immer unsicher, dass ich es halt irgendwann mal schaffe, hier in den Ring zu steigen. Und jetzt, wo ich es gepackt habe, weiß ich nicht, kann ich es irgendwie gar nicht so richtig genießen. Weißt du was? Ich sag dir mal etwas. Wenn ich am Ende des Jahres Präsident werde, dann gebe ich dir eine echte Chance. Versprochen? Versprochen. Du willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit. Suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel erklimmt, die Spitze kämpft dich nach oben. Du wartest jetzt, wie du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest jetzt, wie du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Dein Bestes geben, weil die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft.